Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schlachtnachtzeit. Unser erster Kandidat war vor kurzem schon mal bei mir. Nicht dieses Modell genau, aber diese Fabrikat. Es ist nämlich die S-Klasse von Norev. 2013er Baujahr, W222er, ganz genau genommen. Nur, dass dieser hier ein bisschen verbastelt ist. Zu einem fehlt der Stern. Ich weiß nicht, ob das extra gemacht wurde oder nicht. Ich weiß es nicht. Der Kühlergrill wurde schwarz umgepinselt. Das ist nicht original. Also sieht nicht original aus, sagen wir mal so. Da sieht aus, als hätte man mit einem Pinsel oder mit einem Edding gemacht. Ich glaube, das ist ja auch nicht ganz original. Ich glaube, das ist normalerweise Chrom, ne? Weil hier ist alles Chrom, da nicht. Und die andere, Achsen. Die Achsen wurden zersägt, um irgendwelche Tuning-Felgen drauf zu machen. Schade eigentlich, ne? Wobei die Originalfelgen eigentlich schon ziemlich cool aussehen. Da hat einer wohl gedacht, meine S-Klasse muss noch fetter aussehen und ja. Naja, nicht mein Geschmack, aber ein Geschmack. So, preislich ist dieses Modell jetzt gerade so ein bisschen leicht gefallen. Und ja, der wird definitiv auch wieder teurer werden. Ne? Also der wird jenseits der 100-Euro-Marke wieder gehen. Vereinzelt gehen die schon für über 100 Euro wieder weg. Besonders die schönen weiß Permut. Permut? Ja, jawohl, Permut hat er auch drin. Man sieht hier so einen leichten lila Farbstich drin. Okay, ihr seht jetzt nur weiß Metallic. Aber, naja. So, dann gehen wir mal ins Eingemachte. Tür geht, Kofferraumdeckel geht auf. Motorhaube geht auf. Tür, oh guck mal, Spiegel ist geklebt. Türen hinten. Also, full open. Schönes Norev-Modell. Kann man sich zulegen, macht man nichts falsch. Wenn man den günstig bekommt, dann sollte man auch zuschlagen, weil da macht ihr definitiv nichts falsch. Wir werden jetzt auch gleich jetzt ins Detail gehen. Ich weiß aus früheren Modellen, von oh, guck mal, Auspuffanlage fehlt auch zum Teil. Ach du Scheiße, hier wird auch geklebt. Seht ihr es? Jetzt ist der Spiegel ab. Da. Schwarz angemalt, fehlt. Kleber, lose. So. Jupp, der Spiegel wurde mal geklebt. Hier sehe ich auch noch Sekundenkleberreste. So. So, also schnell die Schräubchen lösen. Schön, dass die Felgen schon ab sind. Hier kann man auch sehen, dass man die einfach nur abziehen muss. Ne? Also von der Achse abziehen. Die sind nicht nicht geklebt oder nicht verschraubt oder irgendwie sowas. Ich glaube, den letzten, den ich zerlegt habe, da fehlt eine Schraube. Ne. Der letzte, den ich zerlegt habe, war glaube ich schwarz oder silber. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe schon so viele Modellautos in der Zwischenzeit zerlegt, ey. Mann, Mann, Mann. Auch ein cooles Gimmick. Ich hoffe, der funktioniert noch. Hier ist ein Betätiger hier. Dann geht die Motorhaube auf. Also man muss nicht wie ich eben gerade so rumpulen. Das geht auch mit dem Betätiger. Jo. Da ist schon mal die B-Ware Unterboden schon mal raus. Schön ist auch, dass man die Stoßstange demontieren kann. Das erleichtert einen die Arbeit umso mehr. Na. Ein Scheinwerfer ist mit abgegangen. Ich meine, ja, der ist lackiert. Ursprünglich mal Silber gewesen. Und dann hat er hier das hier, den Sensor für Abstandregler und so alles mit Dings gemacht. Spachtel. Seht ihr das? Reingespachtelt und lackiert. Sachen gibt's, oder?
So, jetzt machen wir hier mal weiter. Tschak, tschak, tschak. Tschak, tschak, tschak. Die Innenausstattung muss nämlich raus. Die Stoßstangen hinten auch noch. Die Türen. Und dann das Kniffligste kommt ja noch. Die Windschutzscheibe. Also das ist eine sehr neuralgische Stelle. Also sehr empfindliche Stelle bei diesem Modell. Da muss man wirklich gut aufpassen. Aua. Finger. Ach gut, die Heckscheibe ist auch schon rausgekommen. Na komm. Toll, da ist er. Oh wow, eine coole Innenausstattung mit Tisch sogar. Mit TFTs, Tisch, Teppich, Gurte, wo der Gurt schon defekt ist. Umklappbare Sitze hat er nicht. Was kommt hier noch? Ah, die Hutablage. Oh, schön, ne? Das ist doch mal eine schöne Innenausstattung. Toll, sieht gut aus. Armaturenbrett wurde auch schon geklebt. Was ist dem Modellauto hier nur passiert? Oh wow, guckt euch mal das Armaturenbrett mal an, ne? Geil. Ah, Mercedes hat schon geile Autos gemacht, ne? Ich glaube, inzwischen gibt es ja auch schon wieder eine neue S-Klasse. Das ist auch nicht normal. Armaturenbrett auf jeden Fall geil. Jo. Na komm. Das ist also schön leicht zu demontieren. Macht das Zerlegen ja noch richtig Spaß, ey. Außer, dass ich mir gerade eben fast den Finger abgerissen habe. Da komm. Komm. Kein Blut. Immerhin. So, na komm, weiter. Na komm, mein Gott, geh doch jetzt ab. Das ist Kleber. Oh Gott, echt jetzt, ey. Oh, ja, das macht keinen Spaß mehr. Das Scharnier hängt an einem Tropfen Kleber fest. Aber bis jetzt zerlegt er sich aber relativ einfach. So, jetzt die andere Tür dran. So. Also wundert nicht, das sieht so brutal aus, wenn man den Motor ausbaut, ne?
Das Problem ist aber, der Motor ist verklebt. Der ist hier festgeklebt. Da hat man leider schon fast keine andere Wahl, außer... Sieht brutal aus, aber mit der Gummiseite bitte machen, ne? Das ist Gummi hier. Damit hier keine Schäden entstehen am Motor. Der Motor ist mal wieder nur eine Platte. Typisch Norev, gibt man sich beim Motor selten Mühe. Warum auch immer. Vielleicht mögen die keine Motoren oder so, ich weiß es nicht. Was bei Norev da abgeht. So. Inlets. Himmel. So, jetzt kommen wir an dieses Problemdach. Man muss jetzt mit den Fingern gegendrücken. Oh, guck mal, da ist ein Gurtschloss. Boah, ich habe hier selbst Bammel, ey. Oh. Ja, eine kleine Stelle abgebrochen. Ich sag ja, irgendwas muss immer sein, ne? Da ist die kleine Stelle. So. Noch ein Inlet. Aber die S-Klasse ist schon ein schönes Auto, ne? Kann man echt nicht Negatives, Großartiges sagen. Nur ich finde das erstaunlich, wie schnell der Wertverlust von den S-Klassen-Dingern immer ist, ey. Das ist so brutal. Komm raus, du Antenne. Antenne ist raus. Und das war's. Die gute, inzwischen alte S-Klasse ist erfolgreich zerlegt worden. Gut, das Panoramadach hat eine kleine Ecke rausbekommen, aber ansonsten alles ganz gut geklappt. Ohne großen Gegenwehr hat er sich zerlegen lassen. Finde ich gut. Farbe weiß, sehr gut gewählt von Norev. Da haben sie sich alles richtig gemacht. Man sieht den ja auch meistens auch immer in Schwarz, Weiß oder Bordeaux-Rot, ne? Oder Silber, ne? Ja, sieht man auch. Naja, und Grau sieht man auch oft. Gut gewählt und bin mal gespannt, wie die nächste Generation sein wird. Ich hoffe, ich kriege den auch noch hier auf die Schlachtbank, um euch den zu zeigen. Soweit so gut. Ich kann euch dieses Modellauto definitiv empfehlen. Es ist schön gemacht, es ist gut verarbeitet. Verarbeitungsmängel habe ich jetzt auf Anhieb keine gesehen. Es ist echt ein gutes, schönes Modellauto. Sagen wir mal so, wenn ihr den zwischen 50 und 120 Euro bekommt, macht ihr nichts falsch. Da könnt ihr ruhig zuschlagen. Nur mehr wie 120 Euro würde ich jetzt dafür nicht ausgeben wollen. Ne? Also, das wäre so meine persönliche Schmerzgrenze. Wo eure persönliche Schmerzgrenze liegt, ist ja natürlich eure Sache. Für mich wäre das 120 Euro Maximum. So, das war's. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video. Ciao, Freunde.